Hallo zusammen! Heute zeige ich euch mein Familienrezept für eine braune Hackfleischsoße. Sie passt sehr gut zu Nudeln, Kartoffel- oder auch Semmelklößen. Als Zutaten habe ich hier zunächst das Hackfleisch, dann brauche ich Zwiebeln, Pfeffer, Salz, ein paar Spritzer Maggi und einen Klecks Senf. Dann habe ich hier meine selbstgemachte Rinderbrühe. Einen Link zu dem Rezept setze ich euch ins Video. Ihr könnt aber genauso gut Gemüsebrühe verwenden oder die entsprechende Menge gekörnte Brühe und Wasser. Dazu brauche ich noch etwas Mehl, um die Soße sämig zu machen. Zum Schluss habe ich hier noch etwas Wasser. Falls ihr gern eine kräftig braune Soße wollt, habe ich noch Zuckercouleur. Zuckercouleur ist geschmacksneutral und ausschließlich um die Farbe zu beeinflussen. Deshalb könnt ihr es auch gern einfach weglassen. Als erstes werde ich nun die Zwiebeln fein würfeln und dann geht es am Herd weiter. Das Feuer ist schon an und ich gebe die Zwiebeln in den warmen Topf. Dann gleichmäßig auf dem Topfboden verteilen und im eigenen Saft auf kleinster Flamme anschmoren. Dazu lege ich den Deckel auf. Wenn ihr sehen wollt, wie das ganz genau gemacht wird, habe ich hier dazu ein eigenes Video. Jetzt mal nachschauen. Der Zwiebelsaft ist verdunstet und die Zwiebeln beginnen langsam Farbe anzunehmen. Damit die Zwiebeln schön braun werden, wird nun ohne Deckel weitergebraten. Dafür die Hitze leicht erhöhen. Jetzt muss man auf jeden Fall stets die Zwiebeln im Auge behalten, da von schön braun bis verbrannt nur ein kurzer Moment vergeht. Auch mal rühren und schauen, wo sich schon Bratstellen bilden. Hier könnt ihr es schon an manchen Stellen sehen, aber immer noch etwas braten lassen. Kurz bevor die Zwiebeln schwarz werden, mit einem Schuss Wasser ablöschen. Umrühren und mit mehr Hitze das Wasser wieder verdampfen lassen. Dann den Vorgang wiederholen. Das könnt ihr schon so 2- bis 3-mal machen. Es ist ganz wichtig, den richtigen Moment kurz vor dem Verbrennen abzupassen und dann mit Wasser abzulöschen. Diese Farbe aus den Zwiebeln ist übrigens Zuckercouleur. Durch Rühren löst sie sich vom Topfboden ab. Jetzt schiebe ich die Zwiebeln zur Seite, um das Hackfleisch anzubraten. Das geschieht am besten in kleinen Portionen. Dann entsteht nicht so viel Flüssigkeit, da das Fleisch ja braten und nicht kochen soll. Ich schiebe den Topfteil mit den Zwiebeln ein wenig vom Feuer weg, damit sie nicht verbrennen. Wenn das Fleisch kleine Bratkrusten bekommen hat, wird es zur Seite geschoben. Mit dem restlichen Fleisch jetzt genauso verfahren. Da ich die Zwiebeln und das Fleisch ohne Fettzugabe anbrate, muss man auf jeden Fall dabei bleiben. Die Gefahr, dass es anbrennt, ist sehr groß. Wie ihr seht, bildet sich hier Flüssigkeit. Das ist auch gut so, denn dadurch löst sich der Bratenansatz. Jetzt wird das Hackfleisch gewürzt. Zuerst gebe ich 1,5 Teelöffel Salz zu. Dann pfeffere ich. Nun kommt ein kleiner Klecks Senf dazu und ein paar Spritzer Maggi. Jetzt alles gut vermischen und nochmal kurz braten. Wer jetzt die Soße etwas brauner haben möchte, gibt noch ein wenig Zuckercouleur dazu. Zuckercouleur stets gut einarbeiten. Wie ihr seht, wird es schon dunkler. Idealerweise sollte die Farbe mitkochen, sonst könnte sie sich später von der Soße absetzen. Nun mit der Brühe aufgießen, bis ihr die gewünschte Menge Soße habt. Wieder gut umrühren und noch ein paar Minuten durchkochen.
So sieht das jetzt aus und schmeckt sehr gut. Nun muss die Soße noch mit etwas Mehl angedickt werden. Dazu habe ich Mehl in so ein Schraubglas getan, gebe die restliche Brühe zu und fülle mit Wasser auf. Nun fest zudrehen und das Mehl durch kräftiges Schütteln mit der Flüssigkeit verbinden. Es sollten keine Klümpchen mehr drin sein. Zu Anfang erstmal wenig zugeben. Ein Klümpchen ist schon drin, das muss jetzt aber raus. Kleinere Mehlknötchen kann man leicht am Topf zerdrücken, solange die Soße noch nicht kocht. Die Soße ist noch etwas dünn und ich gebe den ganzen Rest noch zu. Nun aufkochen lassen und abschmecken. Sehr lecker, wunderbar. Die Soße ist fertig zum Servieren. Zum Anrichten habe ich hier Nudeln, ein paar Tomaten und viel von der leckeren Hackfleischsoße auf den Teller gegeben. So sieht das Gericht fertig aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier sind noch 2 Videos, die euch interessieren könnten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Jede Woche Dienstag erscheint ein neues Video und wenn ihr keins verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Eure Fragen oder Ideen zu den Rezepten hinterlasst ihr bitte in den Kommentaren. Bis nächsten Dienstag, das Reiskörnchen.